Hello, I'm Pam Giehl. Und ich bin Barbara Rumpus. We're doing a series of video clips about character qualities. Wir machen eine Serie und da geht es um Charakterqualitäten. And you know, when we look at the whole theme of character, Wenn wir das ganze Thema Charakter anschauen, there's so many areas where there's room for change. Da gibt es viel Raum auch für Veränderung. And every area of my life where God's character is growing, Und in jedem Gebiet meines Lebens, wo Gottes Charakter in mir wächst, I'm so thankful. bin ich so dankbar. Because his character just kind of brings an order in life. Denn sein Charakter bringt Ordnung ins Leben. We have a long ways to go, Wir haben noch eine lange Strecke vor uns, but the challenge is worth it. aber die Herausforderung ist es wert. In this particular month of May, our theme is order. Und im Monat Mai, in diesem Charakterkalender, da geht es um Ordentlichkeit, um Ordnung. It has to do with bringing things in order. Die Dinge in Ordnung zu bringen. When we open the Bible, we see these words. Wenn wir die Bibel öffnen, sehen wir auch Worte. There was darkness and emptiness on the earth. Es heißt, auf der Erde war es dunkel And then the Spirit of God moved. und dann bewegte sich der Geist Gottes And then God began to speak things into und order. dann sprach Gott Dinge in Ordnung, in Day Existenz. after day, God's order and plan was being fulfilled. Und jeden Tag wurde Gottes Plan und Gottes Ordnung erfüllt. There is moral order. Es gibt auch moralische The Ordnung. Bible says in the beginning he made man and woman. Die Bibel spricht davon, am Anfang schuf Gott Mann und Frau, Ehemann and Ehefrau, a husband and a wife. Ehemann und Ehefrau. That's God's order. Das ist Gottes Ordnung. It's God's order for a man and a woman to marry if they want to be together. Und es ist Gottes Ordnung, dass ein Mann und eine Frau heiraten, wenn sie zusammenleben. Now, the culture can say what it wants to say, Die Kultur kann uns heute sagen, was sie will, but God's order brings blessing. aber Gottes Ordnung bringt Segen. There is spiritual order, Es gibt auch geistliche and there Ordnung is practical order in und es life. gibt ganz praktische Ordnung im Leben. A woman came to me for prayer one time, Eine Frau kam mal zu mir und bat mich um and Gebet she was really crying. und sie war am Weinen She said, Pam, I just need prayer. und sie sagte, Pam, ich brauche Gebet. She said, I'm a messy. Und sie sagte, ich bin ein Messi. And she said, and my husband is so embarrassed by it. Und sie sagte, mein Mann, der schämt sich so da. He's a businessman. Er ist ein He Geschäftsmann doesn't want to bring people home. und er will Menschen nicht in unsere Wohnung She said, bringen. I just don't know how to change. Und ich weiß nicht, wie ich mich verändern soll. But we brought it to God in prayer. Aber wir legten das Gott im Gebet hin. I know there are some people who are messies by nature. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus Messis. Probably if we left kids to themselves, their life would be messy. Wenn wir zum Beispiel Kinder sich selbst überlassen, dann werden sie auch Messi. But there are children who are ordered by nature that also. Aber es gibt auch Kinder, die von Natur aus schon ordentlich I sind. remember the first time that I made a trip to Europe. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich eine Reise nach Europa There was machte. a stranger was picking me up at the train station. Eine fremde Person hat mich am Bahnhof abgeholt And when I got in her car, und als ich in ihr Auto stieg, she had a cat. sie hatte eine There Katze was cat hair everywhere. und diese Katze war im Auto There überall were Coca-Cola cans all over the floor. und da waren Coca-Cola-Dosen überall And I managed to get in. und ich habe mich dann schließlich hineingesetzt ins But Auto. it's so nice to come into a place where there's order. Aber es ist so schön, wenn man an einen Ort kommt, wo Ordnung herrscht. And I think when I've been able to clean out my cupboards, Wenn ich meine Schränke zum Beispiel ausräume und aufräume, you know, every once in a while we just know we need to get order again. irgendwann merken wir alle, wir müssen mal wieder Ordnung machen. I am so happy when that's done. Und dann bin ich so froh, wenn das alles It's getan like the ist. closets can breathe again. Und dann kann der Schrank wieder atmen. Barbara and I went to a seminar one time about organization. Barbara und ich sind mal bei einem Seminar gewesen, da ging es um Organisation. And the seminar leader said each person has to decide Und der Seminarleiter, der hat gesagt, jeder
Mensch muss sich For entscheiden. instance, if you're cleaning out your basement, Zum Beispiel, wenn du deinen Keller ausräumst, does this have value hat diese Sache einen Wert or is it junk? oder ist es nur Müll? Now that's different for everybody. Aber das ist für jeden anders If wahrscheinlich. you would clean out my basement, you'd say this doesn't have value and this does. Wenn ich meinen Keller anschaue, dann sage ich, ja, das hat Wert oder das hat nicht so And I viel would do the Wert. same with yours. Und das würde ich auch dann bei dir vielleicht Because so we value sagen. different things. Denn wir schätzen verschiedene Dinge als But wertvoll ein. there really comes a time Aber es kommt dann zu einer Zeit, where we just feel it's a season. I have to get things in order again. wo wir einfach zu einem Zeitpunkt kommen, ich muss diese Dinge mal wieder in Ordnung I need to bringen. put my priorities in order. Ich muss meine Prioritäten in Ordnung You know, bringen. there were times in the Bible like that also. Das waren auch Zeiten in der Bibel so. I believe it's in 2 Kings 22 talks about Ich Josiah. denke in 2. Könige 21, da Also- spricht es über den König Josia. It was a time when there's a lot of chaos in Israel. In Israel war damals viel Chaos. And somewhere as they were cleaning things up, they found the book of the law. Und als sie diese Dinge so aufräumten, fanden sie das Buch des And Gesetzes. as they began to read this, Und als sie das anfingen zu they lesen, realized that they had missed God's will. merken sie, sie haben Gottes Wille nicht They had beachtet. their own order of things. Sie hatten ihre eigene Ordnung von Dingen. And the job of the priest was Und die Aufgabe des to Priesters tell the war people dann, what God's word said. dass die Priester sagten, was Gottes Wort über eine Sache sagte. This is clean and this is unclean. Zum Beispiel, das ist rein oder das ist And as unrein. they found this book of law and began to live it again, Und als sie dieses Gesetzbuch fanden und wieder danach then lebten, order began to come in Israel again. Blessing began to kam come. wieder Ordnung und Segen nach Israel. And there are times in our lives, Und es gibt Zeiten in unserem there are Leben, times in churches, es gibt auch im Leben einer Gemeinde eine Zeit, in businesses, in politics, im Geschäftsleben, in der Politik, where we realize things have just gone too long in a wrong direction. wo wir merken, es ging eine Sache zu lang in die falsche Richtung. And that's actually what a reformer is, Und dann braucht es einen Reformer, who begins to bring things back in the right der order. bringt Dinge wieder zurück in die rechte Ordnung. You know, and in the Church of Jesus Christ, In der Gemeinde Jesu the Christi church always had authority, or not always, but often had authority in society. hatte die Kirche oft dieses Amt, die Gesellschaft wieder As the zurechtzubringen. church and the pastors taught God's word, Wenn die Gemeinde oder die Pastoren Gottes Wort verkündigten, God's order began to come back in dann families. kam Gottes Ordnung auch zurück in Familien. When we think about revival, Wenn wir an Erweckung you know, denken, there's an aspect of revival that's like this. what? There's an aspect of revival Da that's ist ein like this, Aspekt von Erweckung, der ist where people folgendermaßen. begin to realize, Menschen merken, I'm not in order with God. ich bin nicht in Ordnung mit Gott. Maybe they hear it through preaching. Vielleicht hören sie das durch eine Predigt Maybe God begins to sovereignly work on a group of people. und vielleicht arbeitet Gott ganz souverän an einer And they Menschengruppe realize that things are out of order. und sie merken, Dinge sind da außerhalb der Ordnung And they're gelaufen willing to change. und sie sind willig dann sich zu verändern. God gets the heart. Dann bekommt Gott ihr Herz They become hungry for blessing und sie sind hungrig dann nach and Gottes begin to bring Segen things in order. und sie bringen Dinge in Ordnung. Now that happens in revival. Das geschieht bei Erweckung. That's why repentance is such a part of revival. Denn deswegen ist auch Buße so ein gutes Zeichen von Erweckung. Because people begin to clean up their lives. Denn Menschen fangen an, ihr Leben wieder in Ordnung zu So there are bringen. many aspects of order. So es gibt viele Aspekte von And Ordnung. you see the little picture of the animal and this character quality. Und man sieht in diesem Charakterkalender dieses kleine Tier. It's a little bit like a squirrel, but it's a special kind. Es ist wie ein Eichhörnchen, aber es ist ein Chipmunk. Called a sagt chipmunk.
sagt man da in Englisch dazu. And they say that when this little chipmunk works underground, Und man sagt, wenn solch ein kleines Tier unter dem Boden arbeitet, it's a very orderly nest with compartments. Macht es einen ganz ordentlichen Gang mit Abteilungen. He puts the nuts here. Dieses Tier legt da Nüsse ab. And then he puts something else someplace else. Und etwas anderes legen sie woanders Then he hin. does his toilet things in another compartment. Und dann ist die Toilette in einem anderen Abteil. Very orderly for an animal. Sehr, sehr ordentlich für ein Tier. So be encouraged. So sei ermutigt. Ask God to just show you. Und lass dir von Gott zeigen, Lord, where do you want to start in my life to bring order? Herr, wo willst du anfangen in meinem Leben My Ordnung zu relationships and bringen? my habits. In meinen Beziehungen, in meinen Gewohnheiten. Lord, your will be done. Herr, dein Wille soll geschehen. Amen. Amen.